Hi und willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video zeige ich dir, wie du dir diese Hose nähen kannst. Das ist so eine hochgeschnittene, also High-Waist Hose mit weiten Beinen. Die Hose ist generell recht weit geschnitten, aber damit auch total zeitlos. Also ich glaube, wenn du dir diese Hose nähst, dann hast du da wirklich eine ganze Weile Spaß dran. In dem Schnittmuster findest du außerdem 2 Längen. Also du kannst dir die Hose einmal in einer Standardlänge nähen und dann einmal noch in einer extra langen Version, also für Personen, die einfach längere Beine haben, so wie ich. Mir ist nämlich generell immer alles zu kurz und deshalb gibt es in der Hose eine extra lange Version. Bevor du mit dem Nähen beginnst, ganz wichtig, das ist kein Schnittmuster, das man mal schnell nähen kann, sondern dafür solltest du dir wirklich ein bisschen Zeit nehmen und in Ruhe nähen. Vor allem solltest du genau zuschneiden und stichgenau nähen, denn nur so kannst du am Ende sicher sein, dass auch wirklich alle Teile aufeinander passen, dass der Reißverschluss schön aussieht und deshalb sei da wirklich aufmerksam und lass dir lieber ein bisschen mehr Zeit als zu wenig. Generell kannst du das Schnittmuster aus relativ vielen Stoffen nähen. Das kommt so ein bisschen darauf an, welchen Look du am Ende haben möchtest. Ich persönlich finde die Hose total schön aus so leichten oder fallenden, fließenden Webwaren, also einer leichten Baumwolle. Leichte Leinstoffe sind total schön. Wenn du aber eher eine richtige Hosenoptik haben möchtest, also so eine traditionelle Anzugshosenoptik zum Beispiel oder diese angesagten Deadpants, dann kannst du auch einen schwereren Stoff nehmen, zum Beispiel eine schwere Baumwolle oder richtigen Leinenstoff. Und ansonsten eignen sich aber tatsächlich auch Polyesterstoffe ganz gut für eine Hose oder auch Polyester-Mixgewebe. Auch wenn ich grundsätzlich nicht so ein Fan von Polyester bin, wenn die Hose am Ende schöner aussieht und schön fällt und so ist, wie ich sie gerne haben möchte, dann nähe ich sie auch aus Polyester, denn am Ende werde ich sie so länger tragen. Und das brauchst du für deine neue Hose. Zum einen natürlich einen Stoff, den habe ich hier schon zugeschnitten, optional auch mit einem extra Futterstoff für die Taschen. Dann brauchst du 50 cm Bügeleinlage für den Reißverschluss. Außerdem brauchst du natürlich einen Reißverschluss. Ich habe hier so einen Kunststoff-Reißverschluss genommen. Der kann auch ruhig ein bisschen länger sein, den kann man nämlich ganz einfach kürzen. Dann brauchst du neue Nähnadeln. Ich verwende hier Universalnähnadeln und ein passendes Garn zu deinem Stoff. Außerdem natürlich ein Knopf. Ich habe mich hier für so einen hübschen Perlmuttknopf entschieden. Und dann können wir auch schon mit dem Zuschnitt starten. Da gibt es eigentlich gar nicht so viel zu beachten. Wie immer hast du die Auswahl zwischen A4 bzw. US-Letter und der A0-Datei. A0 kannst du im Copyshop ausdrucken und die anderen beiden Dateien zu Hause an deinem Drucker. Achte darauf, dass du die beiden Vorderteile richtig zuschneidest, damit es da später nicht zur Verwirrung kommt. Und denk wie immer daran, alle Knipse und Markierungen vom Schnittmuster zu übernehmen. Das ist in diesem Fall ganz wichtig, damit wir genau nähen können. Außerdem ist es wichtig, dass du diese Schnittteile hier mit etwas Bügelvlies verstärkst. Das ist der Bund und die beiden Belege für den Reißverschluss. Welches Bügelvlies du verwenden solltest, das hängt von deinem Stoff ab. Ich habe ja hier so einen ganz leichten Stoff genommen und deshalb nehme ich auch eine entsprechend leichte Bügeleinlage. Die soll wirklich nur verhindern, dass die Knopflöcher einreißen oder dass der Reißverschluss einreißt. Das gibt diesen Schnittteilen einfach ein bisschen mehr Stabilität. Du siehst, ich bügel hier zuerst das Vlies auf und schneide es dann zu. Das Ergebnis wird so einfach sauberer. Und als ich dann schon dabei war, habe ich direkt den Taillenbund vorbereitet. Den kannst du dann nämlich der Länge nach einmal falten und bügeln und dann mit Hilfe des Schnittmusters die 1 cm Nahtzugabe aufzeichnen. Meine Markierung habe ich dann erstmal verbunden und den Bund dann an der Nahtzugabe umgebügelt. Also der ganzen Länge nach 1 cm Nahtzugabe auf beiden Seiten umgebügelt. Und hier noch eine kleine Erinnerung, bevor wir jetzt mit dem Nähen beginnen. Teste unbedingt deine Overlock bzw. deine Nähmaschine an einem Reststück deines Stoffes, um sicher zu sein, dass alle Einstellungen stimmen. Und dann lass uns mit dem Nähen beginnen und wir starten mit dem Reißverschluss. Den rechten Beleg, den kannst du jetzt schon mal links auf links an den Knipsen entlang längs falten und dann abbügeln. Außerdem brauchen wir jetzt den Reißverschluss. Ich nehme hier so einen Kunststoff-Reißverschluss, weil ich das immer am schönsten finde für weiche und fallende Stoffe. Da kannst du aber auch gerne einen anderen nehmen. Du siehst hier, dass mein Reißverschluss viel zu lang ist, aber das ist gar kein Problem, das kürze ich am Ende noch. Als erstes schließen wir vorne die Schrittnaht und zwar vom Knips die Rundung runter bis zum Rand. Nutz dafür erstmal deine Nähmaschine. Falls du eine Overlock hast, dann kannst du die später einsetzen. Aber jetzt werden alle Nähte erstmal mit der Nähmaschine vernäht.
Du siehst, ich habe hier genau am Knips angesetzt, also stichgenau am Knips und dann runtergenäht. Generell ist es sehr wichtig, dass du in den ganzen Schritten stichgenau nähst. Also wenn du einen Knips siehst, dann sollten die Stiche wirklich genau dort ansetzen bzw. aufhören, damit am Ende alles richtig passt. Und dann starten wir auch schon den Reißverschluss einzunähen bzw. beginnen mit dem Stecken. Dadurch, dass die beiden Vorderteile schon verbunden sind an der Schrittnaht, muss ich den Reißverschluss zwischen die beiden Schnittteile stecken. Ich beginne mit dem rechten Vorderteil und lege mir den Reißverschluss rechts auf das rechte Vorderteil. Das Ganze stecke ich mir mit Nadeln fest. Du siehst, ich stecke das rechte Vorderteil so, dass der 1 Zentimeter, der da übersteht, da wo der Reißverschluss angebracht wird, auch weiterhin überstehen bleibt. Da kannst du dich auch wieder an den Knipsen orientieren für die richtige Positionierung des Reißverschlusses. Und fürs Nähen ist es einfacher, wenn du den Reißverschluss öffnest. Das habe ich jetzt hier noch nachträglich gemacht und meine Nadeln nochmal angepasst. Und dann geht es an die Nähmaschine. Du siehst, ich nähe hier mit einem ganz normalen Nähfüßchen, also du brauchst nicht unbedingt ein spezielles Reißverschluss-Nähfüßchen. Ist natürlich gut, wenn du eins hast, aber gerade bei den Kunststoff-Reißverschlüssen geht es auch super mit dem normalen Nähfuß. Du siehst, ich nähe hier knappkantig zum Reißverschluss hin, also nicht mittig, sondern knappkantig Richtung Reißverschluss. Und jetzt nähst du runter, bis du die Markierung des Reißverschlusses erreicht hast. Und das ist nämlich dieser 1 cm Vorsprung, den du in dem Schnittmuster siehst. Und der markiert jetzt auch, wo der Reißverschluss aufhören sollte. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Und jetzt nehme ich mir den rechten Beleg, den ich am rechten Vorderteil anbringe. Ich lege den Beleg rechts auf das Vorderteil bzw. auf den Reißverschluss. Der Reißverschluss ist jetzt zwischen den beiden Lagen. Du siehst hier, dass die beiden Knipse vom Beleg und von der Hose genau aufeinandertreffen. Das stecke ich mir jetzt mit ein paar Nadeln fest. Um den Beleg jetzt anzunähen, möchte ich genau über die Naht nähen, die wir vorher schon genäht haben. Fortgeschrittene NäherInnen könnten das natürlich direkt in einem Schritt machen, aber ich fand es jetzt einfacher, das in 2 Schritten zu erklären. Deshalb drehe ich das Schnittmuster jetzt einmal um und nähe genau über die vorherige Naht, in der wir den Reißverschluss angenäht haben. Und wenn du das gemacht hast, dann sollte dein Reißverschluss jetzt so aussehen. Als nächstes kannst du deine Overlock zur Hand nehmen oder alternativ einen Zickzackstich deiner Nähmaschine, um die offenen Kanten zu versäubern. Die gerade Strecke des Belegs, die versäubere ich zusammen mit der Nahtzugabe des Vorderteils. Die kurze Strecke des Belegs wird einzeln versäubert, also nur der Beleg an sich. Außerdem werde ich jetzt auch noch die Rundung von der Schrittnaht ebenfalls versäubern. So sieht das jetzt aus. Gerade die Rundung, das kann ein bisschen tricky sein, also nimm dir da ruhig Zeit und wenn da 1-2 mm nicht versäubert sind, dann ist das auch kein Weltuntergang. Du siehst, hinten habe ich die Nahtzugabe zusammen mit dem Beleg versäubert. Der Reißverschluss ist quasi in der Naht verschwunden und die kurze Strecke habe ich einzeln versäubert. Und jetzt öffne ich den Reißverschluss wieder und werde jetzt den Reißverschluss knappkantig am rechten Vorderteil absteppen. Unten angekommen, klappe ich dann die Nahtzugabe von der Rundung ein kleines bisschen zurück, um wirklich bis nach unten hin abzusteppen. Das sieht jetzt so aus. Und jetzt nehme ich mir den linken Beleg und lege den rechts auf das linke Vorderteil, also quasi in das linke Vorderteil hinein, denn die beiden Vorderteile sind ja schon geschlossen. Das stecke ich mir mit ein paar Nadeln fest. Das Ende des Belegs sollte genau an der vorherigen Naht enden, also da sollte sich nichts einkräuseln, sondern der Beleg sollte flach aufliegen. Jetzt nähe ich den Beleg an das linke Vorderteil und zwar wieder mit einem Geradstich. Mit deiner neuen Naht wirst du wahrscheinlich auf die allererste Naht treffen, die Schrittnaht. Und da ist es nur ganz wichtig, dass du eher ein bisschen schmaler, also vielleicht ein bisschen weniger Nahtzugabe nimmst, zum Beispiel 0,8, als zu viel. Du solltest nämlich nicht breiter als die erste Naht werden, denn dann könnte sich die Hose von vorne kräuseln. Deshalb entweder triffst du genau auf die Naht oder ein bisschen davor.
Hier siehst du jetzt schon, habe ich den Beleg angenäht und unten ist es jetzt ein bisschen schwierig, da mit dem Nähfüßchen bis ganz nach unten zu nähen. Deshalb habe ich die Hose nochmal rausgezogen aus meiner Nähmaschine, gewendet und nähe jetzt nochmal von unten hoch bis zum Ende meiner Naht. Und so kann ich sicherstellen, dass der Beleg wirklich von oben bis unten sauber befestigt ist. Bügel den Beleg jetzt einmal an der Naht um und jetzt kannst du auch hier den Beleg wieder knappkantig an der Nahtzugabe absteppen. Und jetzt kannst du den linken Beleg und hier diese kleine Aussparung auch nochmal mit der Overlock abnähen oder mit einem Zickzackstich an deiner Nähmaschine. Dreh die Hose jetzt einmal auf rechts und schau, ob alles so passt, ob wirklich alles schön aufeinander liegt und steck dir das Ganze jetzt mit einer Nadel fest. Also so wie du den Reißverschluss am Ende final haben möchtest, sollte die Nadel das jetzt fixieren. Dann kannst du die Hose auf links wenden und jetzt können wir nämlich von links die linke Seite des Reißverschlusses am linken Beleg feststecken. Mit der Nadel von vorne verhindern wir, dass sich der Reißverschluss von hinten verzieht und dann vielleicht von vorne nicht mehr passt. Die Nadeln gehen aber nur durch den linken Beleg und den Reißverschluss, nicht durch das Vorderteil. Jetzt kannst du den Reißverschluss vorsichtig von vorne öffnen und ihn dann an den linken Beleg annähen mit einem Geradstich. Für dich als Orientierung, der linke Teil des Reißverschlusses sollte ungefähr mittig auf dem Beleg aufliegen. Das sollte sicherstellen, dass der Reißverschluss dann am Ende von vorne auch wirklich passt, nichts zu lang oder zu kurz ist oder sich verzieht. Und von vorne sollte die Hose jetzt so aussehen. Wir haben keine Wellen, keine Falten. Der Reißverschluss schließt ganz sauber. Sollte irgendetwas nicht geklappt haben oder du stellst fest, dass da irgendwas nicht passt am Reißverschluss, dann musst du die Naht nochmal auftrennen und den letzten Schritt wiederholen. Jetzt geht es an die typische Steppung, die man auf den Hosen vorne sieht. Und die zeichnen wir uns jetzt an mit einem Trickmarker. Ich habe hier so einen Kreidestift und da kannst du dir entweder das Schnittmuster zur Hilfe nehmen oder das so ein bisschen freestylen, wie ich das hier mache. Grundsätzlich kannst du dich aber oben am Knips orientieren, da geht's los und du solltest unten am Reißverschluss enden mit der Naht. Und die Steppung kannst du jetzt mit einem Geradstich nähen. Achte darauf, dass die wirklich nur durch den Beleg und das Vorderteil geht und dass du nicht aus Versehen noch den zweiten Beleg erwischst. Lass dir für die Steppung ruhig ein bisschen Zeit und mach das mit Ruhe. Immerhin wird man das immer von vorne sehen, deshalb sollte die wirklich schön ordentlich sein. Meine Steppung ist jetzt fertig, so sieht das jetzt aus. Und wenn du die Hose auf links drehst, wirst du sehen, dass der zweite Beleg dann noch so rumhängt. Und den wollen wir jetzt mit einer zweiten kleinen Naht noch befestigen. Das heißt, wir nähen jetzt nochmal über die erste Steppung drüber, aber nur so, dass wir den zweiten Beleg damit einschließen. Das heißt, die neue Naht, das wird wirklich eine ganz kurze Naht, wo wir nur nochmal den Beleg mit absteppen. Und das sieht jetzt so aus. Jetzt ist dein Reißverschluss auch schon fast fertig. Du siehst, ich habe ja einen etwas längeren Reißverschluss und deshalb habe ich jetzt hier nochmal mit ein paar Stichen den Reißverschluss fixiert. Denn im nächsten Schritt nehme ich mir die Schere und kürze den einfach so, wie ich den brauche, beziehungsweise wie er dann auch nicht nervt. Und das wäre unter dem Beleg. Es ist ganz wichtig, dass du das vorher abnähst, damit sich der Reißverschluss nicht jetzt nach oben hin auflöst und du den dann nicht mehr zubekommst. Deshalb immer unbedingt vorher abnähen und dann abschneiden. Und dann geht es als nächstes an die Hosentaschen. Hier hast du zwei Möglichkeiten, einmal mit Beleg und einmal ohne. Hier ist die erste Variation, nämlich die Tasche mit Beleg. Ich habe dir die rechte Seite des Taschenbeutels mit einem X markiert, dann kannst du das gut unterscheiden. Und wir starten mit diesen beiden Schnittteilen, das ist einmal der untere Taschenbeutel und der Beleg.
Der Beleg wird aus dem Hauptstoff zugeschnitten und der Taschenbeutel wird aus dem Futterstoff zugeschnitten. Die Methode eignet sich eigentlich nur, wenn du den Taschenbeutel wirklich aus einem anderen Stoff nähst. Ansonsten kannst du die Tasche auch ohne Beleg nähen. Ich habe den Beleg jetzt erstmal rechts auf das Vorderteil gesteckt. Orientiere dich da an den Knipsen und hier an dem Video. Und das Ganze drehe ich jetzt auf links. Und hier lege ich jetzt den unteren Taschenbeutel links auf links, ganz wichtig, auf die Hose. Und jetzt nehme ich die Nadeln nochmal raus und stecke die Nadeln durch alle 3 Lagen. Achte darauf, dass alle Knipse aufeinandertreffen und fixiere das Ganze. Für den nächsten Schritt nehme ich mir jetzt das Schnittmuster zur Hilfe, und zwar das Schnittteil für den unteren Taschenbeutel. Und hier siehst du eine markierte Linie. Das wird die Naht, die wir jetzt nähen. Dafür schlage ich das Schnittmuster an dieser Naht um mir das nämlich so auf meinem Schnittteil zu markieren mit ein bisschen Kreide. Die untere Markierung, das ist genau der Knips, den du auf dem Schnittmuster siehst, und genau dort muss die Naht gleich enden. Das heißt, wir fangen von oben an zu nähen, am oberen Knips bis runter zum Knips. Achte darauf, dass du wirklich stichgenau an diesem unteren Knips endest. Als nächstes schneide ich die Nahtzugabe an dem Knips bis zum Ende der Naht ein, also dass wirklich genau mit dem Knips dort endest, wo deine Naht aufhört. Das hilft uns gleich im weiteren Verlauf, die Nahtzugabe bzw. die Hose ordentlich weiter zu vernähen. Jetzt kannst du die Hose auf rechts wenden und den Beleg und den Taschenbeutel einmal ordentlich abbügeln. Und dann kannst du im nächsten Schritt den Beleg von außen knappkantig absteppen, also den Beleg inklusive des Taschenbeutels zusammen ordentlich absteppen. Dafür markiere ich mir hier, wo meine Naht endet, damit ich da nicht drüber hinaus nähe. Die Nahtzugabe habe ich mir dafür nach innen gelegt. Und hier siehst du, wie das Ganze aussieht. Ich habe hier genau an der Naht geendet. Die Nahtzugabe liegt nach innen und ich habe das Ganze schön ordentlich abgesteppt. Um dir den nächsten Schritt jetzt besser zu zeigen, habe ich die Tasche nochmal nach innen gelegt und jetzt wird der Beleg versäubert. Dafür habe ich den Beleg einfach einmal 1 cm umgenäht. Das siehst du auch an dem Knips, das ist da angezeichnet, wie weit du das umnähen musst. Und dann befestige ich den Beleg am Taschenbeutel und dann kann ich den einfach knappkantig am Taschenbeutel feststeppen. Natürlich nicht durch das Vorderteil der Hose, sondern wirklich nur den Taschenbeutel und den Beleg zusammennähen. Und so ordentlich sieht das Ganze jetzt von rechts aus. Und für den nächsten Schritt stecke ich mir nochmal mit Nadeln da die Nahtzugabe fest und stecke auch die Hosentasche oben am Bund fest, damit das gleich nicht verrutscht. Das kannst du natürlich super gerne nochmal bügeln, das habe ich auch gemacht, nur das sieht man in dem Schritt oder in dem Video nicht. Jetzt nehme ich mir den zweiten Taschenbeutel, auch den habe ich wieder mit X markiert, die rechte Seite, und den lege ich jetzt rechts auf den unteren Taschenbeutel. Und hier siehst du, wenn ich den gemäß der Knipse anlege, steht hier 1 cm über. Und das ist ganz wichtig, dass du dir das auch so zurecht steckst, denn das ist nämlich richtig so. Denn wenn du die Hose jetzt nochmal auf links drehst, siehst du, dass die beiden Hosentaschen rechts auf rechts zusammenliegen und so perfekt zusammenpassen. Da kannst du dich auch wieder an den Knipsen orientieren. Ich stecke mir jetzt die beiden Hosentaschen mit ein paar Nadeln zusammen und werde die jetzt mit der Overlock von außen abnähen. Ich empfehle dir da erst mit der Nähmaschine lang zu nähen und dann mit der Overlock nochmal abzunähen, aber viele nähen das auch direkt mit der Overlock zusammen. Das kannst du machen, wie du möchtest. Die erste Tasche mit Beleg ist jetzt auch schon fertig, also es geht relativ schnell, wenn man einmal weiß, wie es geht. Ich stecke mir die Tasche jetzt noch hier oben am Bund fest, einfach damit sie jetzt beim weiteren Nähen nicht verrutscht. Und dann können wir auch schon weitermachen mit der zweiten Variante, nämlich die Hosentasche ohne Beleg. Die rechte Stoffseite der Tasche habe ich wieder mit Kreide markiert und ich lege jetzt hier den unteren Taschenbeutel rechts auf die Hose. Für den nächsten Schritt nehme ich mir jetzt das Schnittmuster zur Hilfe, und zwar das Schnittteil für den unteren Taschenbeutel. Und hier siehst du eine markierte Linie, das wird die Naht, die wir jetzt nähen. Dafür schlage ich das Schnittmuster an dieser Naht um mir das nämlich so auf meinem Schnittteil zu markieren mit ein bisschen Kreide. Die untere Markierung, das ist genau der Knips, den du auf dem Schnittmuster siehst, und genau dort muss die Naht gleich enden. Das heißt, wir fangen von oben an zu nähen, am oberen Knips bis runter zum Knips. Achte darauf, dass du wirklich stichgenau an diesem unteren Knips endest. Als nächstes schneide ich die Nahtzugabe an dem Knips bis zum Ende der Naht ein, also dass wirklich genau mit dem Knips dort endest, wo deine Naht aufhört.
Das hilft uns gleich im weiteren Verlauf, die Nahtzugabe bzw. die Hose ordentlich weiter zu vernähen. Jetzt kannst du die Tasche und die Hose auf rechts drehen und das Ganze am besten einmal abbügeln und dann kannst du die Taschenklappe knappkantig an der Nahtzugabe der Hose feststeppen. Das sieht am Ende einfach ordentlicher aus. Achte aber darauf, dass du nicht über den Knips hinaus nähst, das ist mir nämlich hier passiert, und dann fängt der Stoff bzw. die Taschenklappe an, sich unten einzukräuseln und das sieht nicht schön aus. Deshalb musst du hier wirklich stichgenau nähen. Ich habe jetzt hier nochmal 2 Stiche aufgetrennt und das Ganze dann nochmal verriegelt, damit das einfach schön passt und ich sauber weiternähen kann. Wenn du dann an der Stelle genau genäht hast, dann kannst du die Nahtzugabe nämlich problemlos nach innen bzw. außen falten und dann ganz einfach weiternähen. Das siehst du jetzt hier, am Anfang war es noch ein bisschen eingekräuselt und jetzt kann ich die Nahtzugabe ordentlich umfalten, umbügeln und das stecke ich mir jetzt nochmal mit einer Nadel fest. Und so ordentlich sollte das jetzt aussehen. Also du solltest wirklich deutlich die 1 cm Nahtzugabe erkennen, ohne irgendwelche gekräuselten Ecken. Die Hose wende ich jetzt und nehme mir die obere Taschenklappe und lege diese rechts auf die untere Taschenklappe. Und du siehst hier, wenn du die Knipse genau aufeinander legst, dass an der Eingriffstasche, also da, wo man später wirklich reinfassen kann, 1 cm übersteht. Und das ist ganz wichtig, das ist nämlich richtig so. Ich stecke mir die beiden Taschenklappen jetzt ringsherum mit Nadeln fest. Achte wirklich immer darauf, dass alle Knipse genau aufeinander treffen. Und wenn das alles gut festgesteckt ist, dann kannst du die Tasche mit deiner Overlock ringsherum abnähen. Ich würde dir empfehlen, das erst mit deiner normalen Nähmaschine zu nähen und dann nur mit der Overlock abzunähen. Damit sind die Taschen fertig und egal für welche Variante du dich entschieden hast, im nächsten Schritt kannst du jetzt vorne die Falten legen. Du siehst vorne 3 Knipse und anhand der 3 Knipse kannst du die Falte legen. Wichtig ist, dass die Falten auf beiden Seiten in die gleiche Richtung, also nach außen zeigen. Wenn du das Ganze feststeckst, kannst du die Tasche auch darunter feststecken. Meine Empfehlung ist aber, statt die Falte zu stecken, die schon mal mit einer kleinen Hilfsnaht festzunähen. Einfach mit 0,5 cm Nahtzugabe über die Falte drüber nähen und dann nur die Tasche daran stecken. Der nächste Schritt ist optional, das sind nämlich die Gürtelschlaufen. Falls du deine Hose mit Gürtel tragen möchtest, dann kannst du jetzt Gürtelschlaufen vorbereiten. Dafür einfach das Schnittteil einmal an den langen Seiten versäubern und dann die offenen Kanten umschlagen und doppelt abnähen an der Seite. Dann kannst du die 5 Gürtelschlaufen an deiner Hose positionieren. Meine Empfehlung ist 2 vorne, 1 hinten und dann 2 an der Seite. Steck dir die Gürtelschlaufen erstmal fest oder optional kannst du die auch wieder mit einer kleinen Hilfsnaht schon mal anbringen. Dann kannst du sicher sein, dass sie gleich nicht mehr verrutschen. Und jetzt bereiten wir das Rückteil vor. Dafür habe ich die beiden Rückteile erstmal rechts aufeinander gelegt und die Mittelnaht verbunden mit der Overlock. Anschließend kannst du die Abnäher nähen. Dafür einfach an den Knipsen orientieren, hier wieder die Knipse aufeinander falten und dann von oben zur Abnäherspitze hinnähen. Orientiere dich jetzt wieder genau an den Knipsen und steck dir das Rückteil auf dem Vorderteil gut fest. Du hast ja eben schon gesehen, dass die Tasche 1 cm übersteht, das siehst du jetzt hier auch wieder. Und es ist ganz wichtig, dass das Rückteil aber genau mit dem Vorderteil abschließt. Und da kannst du jetzt mit deiner Nähmaschine und 1 cm Nahtzugabe ganz genau abnähen. Du kannst da immer ein bisschen fühlen, ob das so passt, aber im Grunde hast du ja die Nahtzugabe da schon mit eingerechnet, deshalb kannst du eigentlich einfach ruhigen Gewissens lang nähen. Auch hier würde ich dir wieder empfehlen, erst mit der Nähmaschine zu nähen und das Ganze dann nur mit der Overlock abzunähen. Das kannst du dann mal auf rechts drehen und du siehst, das sieht super ordentlich und schick aus. Verbinde jetzt die Schrittnaht. Das Vorder- und Rückteil liegen ja immer noch rechts aufeinander. Und die beiden Mittelnähte sollten jetzt genau aufeinander treffen. Das kannst du dir erst mit Nadeln feststecken. Und um beim Nähen sicher zu sein, dass die Naht dann wirklich aufeinander trifft, empfehle ich dir von der Mittelnaht nach unten wegzunähen, also zu beiden Seiten hin wegzunähen. Achte deshalb darauf, dass bei dir auch in den Längen die Knipse genau aufeinander treffen, um zu vermeiden, dass die Hose nach unten hin ausweitet. Und wenn du das gemacht hast, dann ist es an der Zeit für eine Anprobe. Schlüpfe also jetzt mal in deine Hose und schau, ob du soweit zufrieden bist mit dem Sitz, denn jetzt ist der Zeitpunkt, wo du noch was dran ändern kannst. So sollte die Hose sitzen, also relativ hoch. Falls dir die Hose ein bisschen zu weit ist, dann kannst du noch ein paar Zentimeter vorne an den Falten rausnehmen.
Falls du etwas mehr Weite rausnehmen möchtest, das mache ich immer, dann mache ich das hinten an der Mittelnaht. Ich ziehe die Hose dann meistens auf links an und stecke mir das von hinten weg und nähe dann die Mittelnaht hinten gemäß meiner Stecknadel nochmal ab. Und wenn du schon dabei bist, kannst du auch gleich die Länge bestimmen. Ich möchte ja, dass sie so sehr überlang wird. Und da geht ja dann auch nochmal 3 cm Saum weg. Deshalb ist die Länge so für mich gut. Aber gegebenenfalls könntest du die hier auch schon mal anpassen. Im nächsten Schritt nähen wir den Bund an, den du vielleicht auch schon ganz am Anfang vorbereitet hast. Hier nochmal zur Erinnerung, die länglichen Seiten sind 1 cm umgebügelt. Jetzt lege ich mir den Bund rechts aufeinander und schließe hier nur diese kurze Seite. Allerdings nur bis zur Nahtzugabe. Die Nahtzugabe wird nicht mitgeschlossen. Damit ich den Bund jetzt besser wenden kann, kürze ich hier noch die Ecken weg und drehe das Ganze auf rechts. Und weil ich etwas weiter aus der Hose genommen habe, muss ich das dementsprechend auch an dem Bund jetzt kürzen. Deshalb schaue ich hier nochmal, ob das Schnittteil wirklich genau auf die Hose passt und lege jetzt den Bund rechts auf das Vorderteil. Jetzt nähe ich mit einem Geradstich ringsherum entlang der Bügelfalte. Und am Ende angekommen nähe ich genau bis zur ersten Naht, also da, wo die kurzen Enden aufeinandertreffen. Und das sieht doch jetzt schon sehr nach einer Hose aus. So sollte das jetzt auch bei dir aussehen. Und als nächstes falte ich den Bund über die offene Kante. Der Bund wird im Nahtschatten festgenäht. Das bedeutet, dass wir die Rückseite festnähen, indem wir nochmal über die erste Naht drüber nähen, aber von der rechten Seite. Deshalb stecke ich mir das jetzt gut mit Nadeln fest, und zwar so, dass ich mit meiner Nadel von der Vorderseite durch die Naht gehe und dann auf der Rückseite kontrolliere, dass ich den Bund wirklich mit einschließe. Nimm dir hier wirklich ein bisschen Zeit, denn das stellt sicher, dass die Naht gleich auch von der linken Seite, also von innen, schön aussieht. Und dann kannst du das mit einem Geradstich ringsherum im Nahtschatten festnähen. Nähe jetzt das Knopfloch entsprechend der Größe deines Knopfes. Das kann man ja an den meisten Nähfüßchen einstellen. Ich benutze hier immer dieses spezielle Nähfüßchen, das ist ganz praktisch. Wie genau das aber an deiner Nähmaschine funktioniert, musst du in deinem Handbuch nachlesen. Das ist ziemlich schwer, das hier verallgemeinern zu erklären. Wenn du dann das Knopfloch auftrennst, da auf jeden Fall ganz vorsichtig sein, wäre ja schade, wenn du da irgendwas beschädigst. Und dann sind wir auch schon fast fertig. Herzlichen Glückwunsch schon mal. Jetzt musst du nur noch den Saum nähen. Ich würde die offene Kante einfach mit der Overlock abnähen, umbügeln und dann absteppen. Und damit ist die Hose fertig. Ich hoffe wirklich, sie gefällt dir. Und vor allem hoffe ich, dass dir die Nähanleitung geholfen hat, dass du wirklich jeden Schritt nachvollziehen konntest. Falls ja, dann freue ich mich, wenn du vielleicht ein Like da lässt, den Kanal abonnierst oder auch kommentierst das Video. Und falls du direkt Lust hast, weiterzunähen, hier oben verlinke ich dir ein kostenloses Crop Top. Das Schnittmuster findest du gratis auf meinem Blog und die Nähanleitung eben hier oben. Oder dazu passend könntest du zum Beispiel eine Jersey-Hose nähen, die verlinke ich dir hier unten. Ich wünsche dir viel Spaß und wir sehen uns sehr bald zu einem neuen Video.